Hi. Du bist nackt. Höre ich den gerade schon wieder? So, der Scheiß ist doch jetzt kaputt. Ja. Und ich höre die böse Musik. Steht der da? Ich habe ihn nicht gesehen. Nee. Aber ich höre die böse Musik. Ja, ein bisschen. Komm hoch mit dir. Bis jetzt ich hier am Speicher. Ja, los. Ich renne jetzt einfach so lange durch, bis der despawnt. Fertig. Oh, da ist Mach die Tür zu. Na gut. Schön laut. Geht die auch noch zu? Nee. Aber ich könnte das hier so tun. Kommt der vielleicht nicht durch? Oder... Hey, das haben wir gar nicht gelesen. Cool. Komm, wir lesen das jetzt. 1839. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and... What is a life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent. But to kill an innocent to save myself? A cold-blooded murderer. Auch wieder blöd übersetzt. Da stand Hunt her down. Ne? Also sie einfach nur Ja. also finden beim Jagen. Und da stand, ich bin ihr runtergefolgt oder so. Oder ich habe sie bis nach unten gejagt. Ist halt ein bisschen zu literal gewesen. Ah, das war eine Zunderbox. Die wir wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Ne? Kann jetzt dieses Monster hier mal verschwinden? Na, guck doch nach, ob es noch da ist oder nicht. Jetzt ist die Mucke weg. Sehr gut. Und los. Hervorragend. Monster? Monster weg. Ansonsten schmeißt ihr die Kiste hier an den Kopf. Das finde ich gut. Der ist eigentlich voll gut, wenn man das hier so hinpackt. Dann kann man so... So, jetzt renne ich aber hier wieder. Jetzt müsste ich ja hier durchkommen. Aber wie gesagt, jetzt so die letzten Monster fand ich eigentlich albern. Ja, die hätten echt nicht mehr sein müssen. Also weil es ist eigentlich jetzt nicht mehr... Hast du jetzt die Kugel? Muss ich die haben? Rein da? Rein da. Wenn Alexander nicht gewesen wäre, wäre er jetzt noch unschuldig und würde genauso unschuldig sterben. Vor allem, wozu haben wir jetzt die Kugel gebraucht? Aber wir haben Für die eine Kugel Maschine. Wir haben die Kugel jetzt gar nicht. Irgendwie nicht so. Alexander! Hallo? Was ist denn jetzt hier? Jetzt mach ich so. Muss ich jetzt hier irgendwie 4 Hebel machen oder so? Ich sehe nichts. Die Tür ist aufgegangen. Hier. Die ist aufgegangen? Kann jemand bitte chillen? Dann lesen. Zum Lesen ist noch Zeit. 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer, a monster. And now, I merely await my death. I'm too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot Dafür ist er weit gegangen. as my eyes are dressed in tears. I am as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. So, dafür war jetzt gerade noch Zeit. Ja. Was kann man hier jetzt noch tun? Ein Blutopfer bringen anscheinend. Also jetzt mal ohne Witz. What the fuck?
Ich verstehe es auch nicht. Warum kann man hier irgendwas tun? Ja, aber ist jetzt rot. Obwohl ich geheilt habe und so. Ja. Vielleicht musste ich das wirklich tun. Auf der anderen Wahrscheinlich. Seite auch. Ich verstehe Okay, nicht. du hast ein Blutopfer gebracht und jetzt stellst du dich da rein und jetzt, Ich ich verstehe habe nicht, keine was Ahnung, passiert. was passiert. Ist jetzt die Komplett ist überfragt. jetzt ein Tor wieder aufgegangen oder was? Das da auf jeden Fall nicht. Das Aber da. das hier. Okay. Jetzt derselbe Kram nochmal? Ja. Uff. Was ist denn, wenn man am Ende nicht genug Laudanum hat? Cool. Ist jetzt offen? Ist immer noch nicht offen. Muss ich in der Mitte stehen? Muss ich hier rangehen? Kann ich jetzt hier was aufmachen? Suche etwas, um sie zu öffnen. Ja, jetzt den Hebel, ne? Würde ich behaupten. War der nicht hier irgendwo? Hier. Ne, den habe ich ja schon umgelegt. Geht auch nicht Suche mehr. etwas, um sie zu öffnen. Aber ich habe doch die Säulen auch abgesucht. Hier ist doch kein Hebel mehr dran, ne? Ah, Moment, warte. Ich glaube, ich War da noch erinnere was? mich. Okay. Nee, warte. Ah, nee, ich dachte, man müsste das hier irgendwie drehen. Oh, was denn noch? Du musst es noch genug. Was muss ich tun? Du musst es einfach noch da stehen bleiben. Meinst du? Ja. Na gut. Ich glaube, das war einfach nur gerade so ein Nee. Mental Breakdown. Nee, ich glaube, du musst es wirklich noch da stehen. Aber jetzt... Und jetzt? Meinst du? Ja, guck mal. Na gut. Ach, Also guck mal hier, der Schatten ist wieder am Stissel. Siehst du mal. Au! Wahrscheinlich hat der jetzt das Tor, ja. Voll der nette Schatten. Jetzt geht's ins Inner Sanctum. Oh yeah. Mach auf die Scheiße! Kugelkammer. Die Ansicht ihres leblosen Körpers lähmte seine Psyche. Er versuchte sich abzuwenden und zu gehen, doch er konnte es nicht. Stattdessen fiel er auf seine Knie und bat sie um Vergebung. Uff. So, Agrippa hat gesagt, wir sollen warten, bis das Tor offen ist und dann seinen Kopf reinpacken. Ja. I see Agrippa convinced you to run. Halt mal die Fresse, Junge. Oh, alles gut. Leichte Kopfschmerzen. Okay. Tell me, Alex, du bist ganz schön nackig. clear now. Am I the villain? Good, Ihr guckt mich an. such comforting concepts. Wo wird das Portal entstehen? Weiß ich nicht, jetzt achte doch erstmal auf den. Jetzt ist hier Story und alles, so ein großes Finale. In me, or evil in Agrippa. Jetzt? Muss ich jetzt durch? Hi. Du bist nackt. Und jetzt? Oh. Geh mal weg da. Guck mal nach oben. Warum? Weil die jetzt anfangen, sich schneller zu drehen und alles. Echt? Ja. Achte mal drauf. Ich finde, die drehen sich noch genauso schnell. Ja, aber die kommen jetzt aber auch... Na, warte mal. Die kommen weiter runter, oder? Ja. Weißt du? Ah, das ist ein richtiger Dämonenthron, hat er sich da gebaut. Ja. Ja, war das nicht das, was in dem einen Text auch beschrieben wurde? Dass sie sich solche dunklen Dinger hier gebaut haben und in der Ja. Mitte haben sie dann die Kugel reingepackt und die dann fanden das dann irgendwie geil? Ja. Es wird bestimmt gleich irgendeine Linie oder so dann ergeben, oder? Oder eine Struktur. Ja, irgendwas. Und dann muss ich Agrippas Kopf dazwischen packen. Do you see it? Jetzt. Soll ich ihn das auslabern lassen? Weiß ich nicht. A whole other world. Ach komm. Achso, es wird Alles noch sich nicht. sehr bald öffnen. Isn't it beautiful? I can finally return Kann ich home. einfach schon?
Noch ist nicht offen. But you... Wohltäter. Du hast alles ruiniert. Boah. Ey, seine Burg war auch so schon ruiniert. Das stimmt. Autschen? Haha, er ist tot. Wir auch. Aua, aua. Hat uns jetzt der Schatten doch noch bekommen? Credits. Oder? Muss ich... Achso, ich kann noch was tun. Ich gehe anscheinend ins Licht. Das ist okay. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Ende. Das war Butch Bob 42 spielen Amnesia The Dark Descent. Oh. Möchtest du gleich darüber reden? Muss ich? Ja. Damit was fandest du gut? Was fandest du nicht so gut? Was könnte man besser machen? Also, sie haben frei geredet und sich sehr viel Mühe gegeben. Voll anschaulich. Nein, es war schon krass. Also, es macht Spaß. Es ist... Man erschreckt sich viel. Haben wir gut gemacht mit dem Erschrecken. Ich bin richtig gespannt auf die Post-Production dann, wenn ich oder wenn ich mir die Folgen dann selbst nochmal angucke. Ja, ich auch. Ich freue mich drauf. So, da bin ich dann so schön erschreckt. War mal schön, wieder ein Spiel durchzuspielen. Das macht Spaß. So. Ich hoffe, das mit den Kameras hat euch gefallen. Uns schon. Sehr. Wahrscheinlich. Ich fand's lustig. Wie gesagt, ich bin mega gespannt. Also, weil ich kenne mich auch einfach nicht. Also, weil das habe ich prinzipiell noch nie gemacht, so mit Facecam und dann hinterher so geguckt. Ich weiß halt nicht, wie ich so wirklich aussehe, wenn ich mich erschrecke. So. Es ist okay. Weißt du? So, es ist okay. So, würdest du mit mir weggehen, ja? Ja. Na, weil ich weiß, ich bin halt nicht so der Typ, so, der halt so wirklich so rausschreit. Ja. Ne, sondern eher so, oh mein Gott, so, weißt du, so dieses, so einmal tief Luft holen oder was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich gut erschreckt und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und Ich war erstaunt, wie viel ich einfach von dem Spiel auch schon wieder vergessen hatte. Ja, also, richtig klar, viel. Es ist schon echt ewig her. Ja. Beziehungsweise wie viel man so... Ende. Okay. Übrigens hier unten das. Ich kann den Cursor nicht hin. ODN 314. Das Spiel hat verschiedene Enden. Stimmt. Also, um das kurz zu spoilern, man kann Agrippas Kopf natürlich da reinpacken. Ja. Das ist sozusagen das gute Ende. Man kann Alexander gewähren lassen, also dass er durch das Portal abhaut und man stirbt dann allerdings, weil der Schatten einen erwischt. Ist sozusagen das schlechte Ende. Oder man kann diese diese Säulen kann man umschubsen. Dadurch wird das Portal gar nicht erst geöffnet. Alexander stirbt halt auch und das ist sozusagen das Revenge-Ende. Aber man wird, glaube ich, trotzdem vom Schatten auch umgebracht. Und Theorie ist wohl, dass dieses Ende hier, das gute Ende, dass man vom Schatten zwar irgendwie in der Art umgebracht wurde, aber Agrippa und Vaya oder wie auch immer können einen irgendwie dann retten, wiederbeleben, holen einen in deren Welt, whatever. Ja. Alles super mysteriös. Ich weiß gar nicht, ob in den nächsten Teilen nochmal drauf eingegangen wird. Also auf dieses ganze... Ja, vielleicht kann man den Code dann benutzen, um... Achso, genau, und um auf den Code zurückzukommen. Jedes Ende gibt euch einen anderen Code. Und
mit diesem großen Code gibt es halt in den Amnesia-Files, also in diesem Verzeichnis, wo Amnesia abgespeichert ist, gibt es eine rare Datei. Die kann man dann öffnen. Man gibt dieses Passwort ein und soll ich sagen, was drin ist? Ja, kannst du mal. Da ist so Concept Art, da sind halt Bilder, so frühe Zeichnungen und alles sowas. Da sind Stories, also wie die angefangen haben, das Spiel so dann aufzubauen, zu konzipieren und so weiter. Ja, aber das ist ja geil. Das ist mega geil, also finde ich richtig nice. Das finde ich cool. Ja, ansonsten meine Meinung zum Spiel. Ja. Es stresst mich unglaublich. Also es ist ganz furchtbar. Also so Horrorfilme ist irgendwie so kein Ding für mich. Sobald es interaktiv wird, ist ganz schlimm. Und was halt einfach bei dem Spiel, man kann sich nicht wehren, ne? Wenn ich so ein Resident Evil spiele, dann kann ich ballern. Ey, dann kann ich ballern. Mindestens das Ballern beruhigt mich. Hier, Alter, ich meine, du musst weglaufen. Oder, gut, jetzt zum Ende war es mir dann halt auch egal, aber das ist ein Monster, ja. Also, weil da denke ich mir auch so, jetzt am Ende war es halt albern. Das stimmt. Was halt ansonsten, ja, weiß ich nicht. Manchmal ein paar Hints haben mir so gefehlt. Also zum Beispiel mit diesem Fenster. Aber das ging ja eigentlich fast noch. Ja, wir haben ewig gebraucht. Ja, mit der Falltür da nach oben hatten wir eigentlich noch mehr. Stimmt, ja. Das hat eigentlich noch mehr länger gedauert. Und das fand ich aber... Ja. Fies, war schon fies. Es ist fies einerseits, aber irgendwo dann auch cool, wenn man es rausgefunden hat. Ja. Und ich finde, das ist eben das Ding, man will ja auch nicht zu sehr verwöhnt werden vom Spiel. Ja, das stimmt schon. Sondern auch wirklich mal was zu tun haben. Aber was man da halt machen könnte, ist, wenn man nach ewiger Zeit halt nicht vorankommt, dass das Spiel dann mal so einen kleinen Hint irgendwie gibt. Weißt du, es gibt ja genug Flashbacks, Einblendungen und was weiß ich nicht, dass da mal dann so ein Mini-Satz kommt, so, weiß ich nicht, irgendwas. So jetzt bei dieser Luke irgendwie, da muss ein Zahnrad irgendwo klemmen oder, weißt du, nur einfach sowas. Oder, also das finde ich, hätte man so machen können. Also, weiß ich nicht. Ja, die Flashbacks haben ein bisschen genervt. Ja, die waren zu viel und man war zu... Während der Flashbacks konntest du halt auch prinzipiell nichts machen. Also, oder hättest schon, aber du deine Vision ist halt so krass eingeschränkt, dass irgendwie es macht keinen Sinn, da irgendwie schon voranzugehen. Nee, das fand ich auch nicht so gut. Ist irgendwie... Naja gut, ist halt auch von 2010 oder 2011. Ja. Mal gucken, wie Teil 2 wird. Ich freue mich schon drauf. Ich überhaupt nicht. Pix wird kommen. Das kennen wir nämlich auch noch gar nicht und wird dadurch nochmal... Lassen wir uns überraschen. Ja, das spielt ja Spielt das in London oder in Amerika? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch so, Zeit ist glaube ich so Industrialisierung oder so in die Richtung. Aber hat das mit der Story zu tun? Weiß ich nicht. Und also würde ja schon Sinn ergeben, so mit London und so, weil Danny kommt ja auch aus London oder wohnt da zumindest. Und was ich noch über den neuesten Teil weiß, ist, dass der wohl in Ägypten oder Afrika, also in der Wüste halt, irgendwie spielt. Und das muss ein bisschen moderner sein, denn in irgendeinem Trailer habe ich quasi so einen frühen Panzer quasi gesehen. Also es muss ja irgendwie so Erster Weltkrieg mäßig um die Zeit rum, also frühes 20. Jahrhundert sein. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall. Sind wir gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns in allen anderen Formaten, die es hier noch auf diesem Kanal gibt. Schaltet ein. Stardew Valley. Vor allem Stardew Valley. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und jetzt noch so ein Jumpscare am Ende dann einfach. Richtig fies. Ja, eigentlich. So. Ende. In Gelände. Oh. Ich möchte nicht wissen, wie viel Kalorien ich heute verbrannt habe. Nur von diesem Spiel. Wie viele weitere graue Haare ich einfach habe. Oh, ich bin so froh, dass wir das durch haben. Oh.